Da wir recht siloartig Spalte für Spalte priorisiert haben, können sich nach etwas herauszoomen durchaus noch Kausalitäts- und Konsistenzfehler zeigen. Dies wollen wir noch mal gemeinsam durchdenken. Dann lasst es uns gerne noch mal einmal durchgehen, von vorne bis hinten, um eben zu schauen, ob das, was wir uns jetzt ausgedacht haben, in den einzelnen Spalten auch aus Nutzersicht, aus Sicht der Kleinstunternehmen noch Sinn macht. Wir schauen erstmal nur auf Instagram, also die anderen Plattformen, Facebook, TikTok und LinkedIn lassen wir erstmal außen vor. Wir wollen Influencer suchen können mittels Keywords, mittels Filtern, Alter, Geschlecht, Branchen. Und am Ende haben wir ein primitives Scoring nach der Reichweite, also einfach das, was da am Ende zurückkommt, was diese Filterkriterien und die Keywords bedient, absteigend nach Reichweite sortiert. Das ist noch Teil vom MVP hier. Zuletzt folgt der Checkout. Damit möchte ich erreichen, dass jeder und jede für sich reflektiert, wo er/sie nun im Prozess steht. Ist jetzt alles klar? Was nehmen die TeilnehmerInnen für sich aus der Diskussion als nächste Schritte mit? So werden auch alle nochmal subtil gebeten, sich auf die erarbeitete Storymap zu committen. Sofern keine Fragen mehr hervorgebracht werden, gehe ich davon aus, dass das Ergebnis von der Gruppe akzeptiert, anerkannt und abgestimmt ist. Lasst uns doch vielleicht noch mal einen kurzen Checkout machen, um zu reflektieren, wie geht's euch damit, wo wir gerade stehen, hat's euch was gebracht, die Storymap anzuwenden und wisst ihr jetzt quasi, wie das MVP für eure Umsetzung aussehen soll? Darf ich anfangen? Ja. Also ich war am Anfang sehr, sehr skeptisch, vor allem als ich gemerkt habe, okay, es wird gar nicht die 6-spurige Autobahn, sondern es soll der Feldweg werden. Und da war so ein bisschen, eigentlich hätte ich schon gerne die Autobahn, weil ich auch die Idee ganz gut finde. Habe jetzt aber gelernt, dass es echt Sinn macht, das nochmal runterzubrechen. Was ist denn eigentlich die Kernessenz von dem, was wir eigentlich bauen wollen? Und bin sehr, sehr dankbar und schaue positiv gestimmt in die Zukunft für die Umsetzung für den MVP. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Das war echt sehr hilf- und lernreich. Mhm. Vielleicht mache ich dann einfach direkt weiter. Für mich war es echt cool, jetzt zu wissen, okay, was sind wirklich die Kernfeatures, auf die wir uns am Anfang fokussieren. Ich hatte ja, wie ihr wahrscheinlich auch gemerkt habt, so ein bisschen technisch fortschrittlicher gedacht an den einen oder anderen Stellen und direkt auch eher Richtung 6-spurige Autobahn geplant. Aber das hilft mir jetzt auch auf jeden Fall und dem Team jetzt zu wissen, okay, das sind die Grundfeatures und dann haben wir auch ganz klar für uns, okay, das machen wir als erstes und dann können wir gut vorwärts. Ja, ich fand die Runde super spannend und für mich am meisten lehrreich aus der Idee jetzt wirklich konkrete irgendwie Schritte gestaltet zu haben und auch, was wollen wir erstmal in naher Zukunft angehen, was macht Sinn für die spätere Zukunft und dafür fand ich, war einfach auch der Input von allen Seiten super hilfreich, um die einzelnen Schritte wirklich festzunageln. Ja, vielen Dank auch nochmal an dich für die Leitung. Vielen Dank an euch und viel Erfolg bei der Umsetzung, liebe Agentur Pappelheld. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Noch ein Nachwort zur 6-spurigen Autobahn. Es gibt offenkundig nicht nur eine 6-spurige Autobahn, sondern jede bringt ganz eigene Vorstellungen mit, wie diese aussehen könnte. Robins 6-spurige Autobahn war anfangs das Anbinden von allen erdenklichen Plattformen. Janeks 6-spurige Autobahn dagegen war gleich auf Artificial Intelligence und Blockchain zu setzen. In Summe betrachtet fühlt sich das vielleicht sogar ein bisschen wie eine 12-spurige Autobahn an. Umso wichtiger ist es, sämtliche Stakeholder in der Priorisierungsdiskussion zu führen. Die Storymap ist dafür ein hervorragendes Werkzeug.